Leute, ich bin's Naruvian Art und Design, also Patricia. Und ich möchte euch heute zeigen, wie gut man Thermoplaste verbauen kann, um sie auch im Live-Action-Roleplay, also im LARP, einzusetzen. Da kam ja immer wieder das Thema auf, ja, ich möchte keine Thermoplaste nehmen, einmal, weil wenn ich in der Schlacht dann irgendwas Hartes draufkriege oder auf einen Stein falle, dann splittert das gleich und Verletzungsrisiko und so weiter. Naja, und ich möchte euch mal zeigen, weil ich ja immer wieder auch gegen solche Kommentare angehe, dass wenn man das richtig verbaut, man eigentlich überhaupt keine Angst haben braucht, weil das Material dann ungefähr genauso reagiert wie eure Metallplatte oder vielleicht euer Lederpanzer sogar. Hier habe ich meine Armschienen, die habe ich letzten Sommer gebaut. Und zwar habe ich hier Wobblers Finest Art genommen in Sandwich-Methode, also doppelt und dazwischen Moosgummi, wie es halt auch die Cosplayer im Grunde machen. Und darüber, also um die reichlichen Verzierungen hier, ich habe Spiegelscherben genommen, was natürlich dann auch nochmal ein Kriterium sicherlich für die meisten ist, es nicht zu benutzen, mit Wobblers Transparart ummantelt. Ja. Um mich hier selbst auch zu schützen, habe ich eine Stoffschicht reingezogen und damit das Ganze auch ein bisschen besser am Körper hält. Ja, und ich möchte euch zeigen, wie gut das durch Stöße, Schlachtensituationen, Situationen, in denen man drauf fällt oder auf einen Stein fällt, wirklich aushalten kann. Ja? Habt viel Spaß! Und zwar habe ich jetzt in diese Armschiene eine Attrappe mit Kügelchen gesteckt, damit der Korpus jetzt nicht hohl ist. Denn ihr wisst ja, bei hohlen Gegenständen, auf denen man irgendwas tut, die brechen natürlich viel leichter oder verbiegen sich leichter, als wenn der Arm drin steckt. Aber da ich das besser darstellen möchte und ich keine zweite Person hier habe momentan, zeige ich euch das auf dem Weg. Also, beginnen wir mit der obligatorischen Labwaffe. Weder haben wir groß an der Labwaffe noch an der Armschiene in irgendeiner Form eine Delle oder dergleichen. Ihr merkt ja, das Material federt, zumal die Waffe natürlich auch dafür gemacht ist, auf solche Sachen zu reagieren und keine Dellen oder dergleichen zu hinterlassen. Sonst wären es ja wahrscheinlich auch nicht zugelassen. Ja, wie ihr seht, keinerlei Makel an der Armschiene. Da wir ja nicht davor scheuen, auch rabiat mal irgendwie gegen einen Baum, gegen einen Stein auf eine Wiese, einen Hechtsprung oder einen Lacksprung, wie auch immer man es nennen mag, zu machen, kann es auch mal sein, dass man auf einen Gummihammer landet oder auch nicht. Aber der Gummihammer wird jetzt auf der Armschiene landen. Probieren wir es doch mal aus. Wie ihr seht, weiches auf elastisches, keinerlei Makel, und ich habe ja auch nur noch wirklich auf die Spiegelscherben geschlagen. Da merkt man, dass das Transparart auch ziemlich elastisch mit dem Finest Art reagiert. Ich habe ja hier drunter Eva-Schaum genommen, also Trainingsmatten, wenn ihr so wollt, die ich aber darunter auch noch einmal mit Finest Art ummantelt habe und dann mit Transparart. Ist also eigentlich ziemlich dick und robust, aber wie ihr seht, kein Zeichen, kein Makel. Ja, und da wir jetzt mal zum ganz großen Geschütz kommen wollen, nämlich dem obligatorischen Hammer, das ist ein harter Hammer, für Metallnägel und dergleichen. Habt keine Angst, das ist ja zum Glück ein Prototyp und sollte wirklich etwas passieren, und nein, es wird nichts passieren,
macht das Ganze nichts, denn ich möchte euch ja nur demonstrieren, wie gut es doch funktioniert und wie wenig ihr euch eigentlich tun könnt. Ja? So. Wie ihr seht, natürlich hat der Hammer nichts. Die Armschiene scheint mir auch an allen Stellen, wo ich gegen gehauen habe, makellos. Ihr habt vielleicht ein bisschen gesehen, wie das ganze Material gefedert ist, als ich mit dem Hammer draufgeschlagen habe. Es ist nicht nur das Material, was ich jetzt hier drunter habe, sondern auch die Flexibilität des Thermoplast. Das ist noch ein bisschen attraktiver macht, meiner Meinung nach. Ja? Wo ihr bei Stahl die ganze Kraft abfedern müsst auf eurem Arm, federt das ganze Material auch hier ein bisschen zurück und macht es vielleicht noch ein bisschen erträglicher, das Ganze dann auszuhalten, obwohl ihr ja hoffentlich keine Schläge mit Hammern abhaben müsst. Gut, ihr seht, das Material ist auch in die Richtung verformbar, elastisch. Darum habe ich eben vorsichtshalber noch meine Schnürung angebracht. Ist aber kein Muss. Tendenziell hält das auch ohne Schnürung ganz gut. Aber gerade im Lab, wo man sich viel bewegt, würde ich doch eher zu einer Schnürung raten. Ja, wenn ihr noch Fragen habt dazu, dann schreibt mir oder schaut auf meine Facebook-Seite. Bleibt aktiv und probiert's aus. Habt keine Angst.